Moin Moin und hallo, herzlich willkommen bei Century. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, hier auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Nischenparfums und heute stelle ich euch ein ganz tolles Parfum aus dem Hause Parfums de Marly vor. Ihr seht es hier schon, nämlich heute geht das Video oder dreht sich das Video um Harrod. Hier gehen wir mal zur Präsentation. Ihr seht hier den hochwertigen Flakon. Man kennt es nicht anders. Die Pferde, das Gründungsjahr. Hier unten seht ihr den Parfumnamen und die Batch-Informationen. Und hier oben haben wir eben den schicken Deckel. Tatsächlich ist der Deckel sehr massiv. Also da müsst ihr aufpassen, wenn der mal runterfällt. Dann gibt es durchaus mal ganz schnell einen Sprung in die Fliese oder in, ja, welchen Boden auch immer ihr habt. Also seid da vorsichtig. Hier links haben wir die Verpackung, die ist tatsächlich bei Harrod relativ schlicht. Es ist ein Pappkarton, ganz schick bedruckt. Man sieht hier die Pferde, die Aufschrift ist reflektiert, alles so ein bisschen, sieht ganz schick aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt andere Parfums aus dem Hause, wie zum Beispiel jetzt den Carlyle. Da bekommt man eine richtige Schatulle. Also ist wesentlich hochwertiger, aber Carlyle kostet eben auch etwas mehr als Harrod. Ja, zwei Randinformationen zum Parfum. Harrod ist ein Release aus dem Jahre 2012, also 2012. Der Parfümeur dahinter ist der Herr Olivier Péchot. Ein recht bekannter, renommierter Parfümeur, der unter anderem Versace Eros, One Million kreiert hat und ganz viel für die Marke Diptyque und Ex Nihilo arbeitet und kreiert. Also ja, ein recht bekannter Parfümeur. Und der gute Mann hat eben auch Harrod kreiert. Und ja, wir gehen auch gleich einfach mal direkt zur Duftpyramide, denn Harrod ist für mich ein vanillig-zimtiger Duft mit Moschus und Kirschtabak-Vibes. Also es ist ein Winter-Herbst-Parfum, wenn man das jetzt so irgendwie kategorisieren möchte. Es ist also eher ein schweres, süßliches Parfum. Riecht eben total lecker nach Weihnachten, Weihnachtsmarkt, nach ja, Winter, Vanille, Zimt, Moschus, Kirsche, Tabak. Das sind so die ja, Hauptdarsteller des Parfums. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal die Kopfnote oder die einzelne Duft oder die Duftpyramide mit euch durch. In der Kopfnote haben wir Zimt, Pepperwood. Das ist ja Pfeffer, holziges Pfeffer, sage ich jetzt einfach mal. In der Herznote haben wir Osmanthus, Tabak, Weihrauch und die Zistrose. Und in der Basisnote haben wir eben Vanille, Zedernholz, Vetiver, Patchouli, Zypriel und Moschus. Ja, Harrod ist ein sehr tolles und vor allem leckeres Parfum. Ich zeige euch auch mal den Zerstäuber. Der ist recht gut. Ihr habt es gesehen, in dem Fall ist er sogar sehr, sehr gut. So gut hatte ich das gar nicht in Erinnerung. Also, ja, ihr habt gerade gesehen, der Zerstäuber ist wirklich sehr gut, qualitativ hochwertig und ja, Harrod ist wirklich einer der Verkaufsschlager aus dem Hause Parfums de Marly. Laut Parfums de Marly ist es hinter Layton das meistverkaufteste Parfums des Hauses. Also ist vielen ein Begriff, sehr, sehr beliebt. Ja, und gilt, sage ich mal im Groben, als einer der tollsten Kirsch-Tabak-Parfums, die es überhaupt gibt. Ja, Harrod, ja, es ist jetzt relativ schwierig. Hat in den letzten 1 bis 2 Jahren, was so die Performance anbelangt, etwas nachgelassen. Jetzt, beziehungsweise seit dem Jahre 2021, kam wieder ein Badge heraus und das ist eben mein Badge. Ich versuche euch das mal hier einzublenden. Ja, man sieht es, 12511096. Ansonsten schreibe ich es auch gerne nochmal unter das Video. Naja, also wie gesagt, es gab das ein oder andere Jahr tatsächlich Badge-Probleme. Das heißt, Harrod hat einfach nicht so gut gehalten, es hat nicht so intensiv gerochen und das hat sich aber jetzt tatsächlich seit dem letzten Jahr meiner Meinung nach wieder geändert. Mein Badge ist ziemlich potent, die Haltbarkeit liegt so bei
ja, mindestens 8 bis 9 Stunden, vielleicht sogar etwas mehr. Ja, es ist ja mal unterschiedlich, jede Haut ist anders. Wenn ihr auf Klamotten sprüht, kommt es auch tatsächlich darauf an, was habt ihr für eine Klamotte an, was ist das für ein Material. Da gibt es eben auch nochmal von der Haltbarkeit auf Klamotten Unterschiede. Aber ich würde sagen, dass ihr so mindestens 8 bis 10 Stunden Spaß mit Harrod habt, wovon die ersten 2 bis 3 Stunden auch recht intensiv sind. Also ihr nehmt das Parfüm selbst in den ersten 2, 3 Stunden recht intensiv wahr. Eure Umgebung natürlich auch. Danach wird es ein bisschen schwächer, aber ist halt über den gesamten Verlauf trotzdem noch präsent und da. Und ja, die Sillage, wie gesagt, in den ersten 2, 3 Stunden recht intensiv und auch danach nehmt ihr das Parfum trotzdem noch wahr. Ihr habt eine schöne Duftaura. Ja, ihr bekommt immer mal so ein Schwall, so ein Windstoß und ja, und es riecht einfach super schön. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Tabakparfum. Zu den Konditionen, zu den Preisen, da gibt es immer mal Internetseiten, die mit Rabattcodes arbeiten oder irgendwelche Rabattaktionen haben, zu Weihnachten, Ostern, was auch immer. Da müsst ihr einfach mal schauen. Die 75 ml kosten so circa 165, 168 Euro und die 125 ml circa 218 Euro. Wie gesagt, ihr müsst schauen, die 75 ml gibt es durchaus mal für 20, 30 Euro weniger und auch die 125 ml kriegt ihr mit Glück mal für knapp unter 200 Euro. Also ja, schaut da einfach mal auf die Internetseiten und achtet mal so ein bisschen auf irgendwelche Aktionen und dann könnt ihr da den einen oder anderen Euro einsparen. Ja, ich denke, im Großen und Ganzen soll es das gewesen sein. Für mich ist Harrod ein ganz, ganz tolles Parfum. Ich muss grundsätzlich sagen, ich bin ganz großer Parfums de Marly-Fan. Ich stelle euch auch irgendwann mal meine komplette Sammlung des Hauses vor. Ich muss trotzdem sagen, dass ich so ein ganz kleines Problem bei den Parfums aus dem Hause habe, denn ich kann diese Parfums nicht so oft tragen. Es ist bekannt, dass Parfums de Marly eine sehr, sehr, ich nenne es jetzt einfach mal, überwältigende, flashige Kopfnote hat. Und ich habe das Problem, wenn ich ein Parfum aus dem Hause zu häufig trage, dass ich das Parfum irgendwann überhabe. Dass ich es dann einfach nicht mehr so toll finde, wie es eigentlich vielleicht ist. Deswegen trage ich die Parfums eher seltener. Es kommt natürlich auch immer auf den Anlass an. Ich habe sowieso eine recht große Parfumsammlung, das heißt, ich rotiere sowieso. Aber das Problem habe ich so ein bisschen bei Parfums de Marly. Ich habe das tatsächlich auch schon öfter gehört, dass durch diese flashige Kopfnote, dass man total begeistert ist, aber wenn man die Parfums eben zu häufig trägt, dass man die irgendwann über hat. Das ist aber auch nur mein subjektiver Eindruck oder meine Meinung. Ich kenne auch ganz viele, die tragen Layton Harrod jeden Tag und das schon seit Jahren und sind total begeistert und lieben die Parfums über alles. Also nochmal, ich bin großer Fan der Marke, ich habe einige Parfums, ja, aber es sind nicht meine täglichen Begleiter. Aber wie gesagt, da gehe ich am besten noch mal in dem ja, Sammlungsvideo von Parfums de Marly ein, wo ich euch eben meine Sammlung mal vorstelle. Und dann gehe ich da auch eben noch mal etwas detaillierter auf dieses Phänomen, möchte ich es mal nennen, ein. So, das soll es gewesen sein. Ja, bitte abonnieren, liken, kommentieren, aber natürlich nur, wenn euch das Video gefallen hat. Ich werde mir ja für die nächsten Videos mal 1, 2 neue Sachen einfallen lassen, indem ich euch meine Parfums mit den meisten Komplimenten vorstelle, meine intensivsten, stärksten Parfums vorstelle. Also da kommt noch so einiges in Zukunft. Und falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich schneide, bearbeite, cutte meine Videos nicht. Ich möchte so authentisch wie möglich rüberkommen. Das soll jeder machen, wie er möchte, aber ich schneide nichts heraus. Ich verspreche mich halt, ich wiederhole mich mal. Ja, so bin ich halt und dementsprechend lasse ich das auch alles immer so online. Und ja, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.